3, 2, 1, es geht los. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Die Minifiguren-Serie 24 ganz neu herausgegeben. Okay, doch nicht ganz Ihr neu. habt sie ja schon mal gesehen, wir haben sie schon mal vorgestellt in unserem Küchenstudio. Jetzt sind sie alle in der Stadt. Eben, das ist ganz neu. Und nämlich, dass alle in der Stadt sind. Ein paar habt ihr schon gesehen, 2 haben wir auf jeden Fall schon länger platziert, aber jetzt sind die restlichen auch eingezogen. Und ich würde sagen, dann starten wir gleich mit dem, der schon lange hier ist, nämlich dem Dino bei den Dinos. Wo sollte der sonst platziert sein? Ich glaube, das ist so ein Typ, der so Informationen weitergibt über diese Dinosaurier. Und ja, nicht beneidenswert, denn ich glaube, so ein Dino-Outfit ist ja immer sehr heiß zu tragen. Also den Job würde ich mega gern haben. Als Dino verkleidet hier im Dino-Park den Leuten über Dinos was zu erzählen, das ist mega cool. Aber so begeistert dürften die Leute nicht sein, denn es ist kein Mensch im Dino-Park. Ja, hier fehlen noch Figurenritter, ganz klar. Na gut, aber sonst von der Idee her finde ich es nicht schlecht. Ganz in der Nähe haben wir noch wen platziert, nämlich die Astronauten-Crew. Und da habe ich mir jetzt gedacht, für mich sind das Vater und Sohn, die jetzt bei unserer Toy Story, ja, bei dem Babyzug fahren. Ihr seht, das Baby hat die mega Freude damit. Und das Süße dran, wie ich finde, ist, dass die Mama auch mit dabei ist und die fotografiert nämlich gerade. Die war natürlich nicht. Hoppala, was ist jetzt passiert? Die war natürlich. Das Gimbal hat sein Eigenleben. Fast nicht gepackt. Die ist nicht dabei bei der Minifiguren-Serie, aber ich habe mich bemüht, dass sie auch so ein Classic Space Oberteil hat. Und ja. Eine ganze Familie. Ist das nicht putzig? Ist das nicht putzig? Und sie fahren bei Buzz Lightyear mit. Eben. Bei ihrem großen Idol. Ich habe mir gedacht, das passt super. Deswegen, die sind jetzt hier hinten im Vergnügungspark. Peppt auch unsere Toy Story Bahn ein bisschen auf, muss ich sagen, weil da haben wir uns schon lange nicht mehr gekümmert. Ja. Dann geht es weiter zum neuen Stadtviertel von Christoph, denn da sind auch einige platziert. Wobei, das Fußballfeld könnten wir auch noch kurz machen. Schauen wir zum Fußball. Wir das Fußballfeld. Da ist ja das Lustigste überhaupt. Ich weiß gar nicht, gibt es in Real Life auch, dass der Torwart gefoult wird? Bin mir nämlich nicht sicher, ob das jemals schon passiert ist. Auf jeden Fall. Klar gibt's das. Es gibt die rote Karte für einen von den Spielern, weil er den Torwart gefoult hat. Warum auch immer, ich keine Ahnung. Aber schreibt es mir in die Kommentare, falls das wirklich Ganz passiert. einfach, weil der Torwart der Einzige ist, der sich ohne irgendwas umzubauen hier hinlegen kann. Eben. Also bei uns ist das dann der Fall, genau. Ich weiß gar nicht, ob das jemals wirklich auch passiert. Ich hoffe nicht, es sollte generell nicht gefoult werden, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bekommt der andere die rote Karte und ja, ich finde, das ist auch okay, wenn man einen Torwart fault, genau. Dann in der Arcade, soll ich dir helfen, geht das? Ich glaube, es geht, ja. Im zweiten Stock, wo noch nichts drinnen ist, Genau. außer ein paar Einzelteile, da werden wir jetzt demnächst mal noch Automaten einbauen, aber da muss ich eine gute Idee haben dafür. Ja, das war übrigens ein Tipp von euch, dass der unbedingt in die Arcade muss und ihr habt geschrieben, wir machen, ist ja ganz klar und deswegen steht der jetzt mal hier drinnen. Wie wir den genau verbauen, wissen wir noch nicht, da ist auch nichts in den Kommentaren gestanden, also ich will hier nichts sagen. Also wenn ihr da eine genaue Vorstellung hattet, schreibt es doch in die Kommentare, wie wir den genau verbauen sollen. Ist das nur so eine Figur, die herumsteht, quasi wie so ein Pappkarton oder... Vielleicht so ein Armdrücker, wo man sich so messen kann. Wobei er hat ja seine Pistole in der Hand. Oder ein Popcornverkäufer. Und er schießt die Popcorn raus. Wer weiß. Gut. Dann haben wir den auch abgehakt und dann haben wir eben noch einige in den Häusern. Nämlich hier ganz rechts. Und ich finde, die sind super beleuchtet, diese Häuser. Also ich will es wirklich loben, weil man sieht da toll rein. Da haben wir die Töpferfrau. Und sie hat auch schon ein Ding ausgestellt hier und hinten töpfert sie weiter. Wahrscheinlich ist sie gerade neu eingezogen in die Wohnung und jetzt braucht sie Geschirr. Das bietet sich natürlich hier auch super an, weil die Häuser ja noch ein wenig unbevölkert waren. Genau. Und dann haben wir hier noch das kleine Mädchen mit dem Schaukelpferd. Also eins davon haben wir jetzt hier verbaut. Mal schauen. Irgendjemand hat mir auch geschrieben, ich könnte sie in den Westernpark stellen. Finde ich eigentlich auch eine coole Idee. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die nicht irgendwie auf Rädern packe dann und keine Ahnung,
der Vater oder die Mutter, die dann nachzieht auf den Rädern. Aber das muss ich mir erst genau Das anschauen. Coole ist, wir haben die Figuren ja zweimal Eben. und können deswegen noch ein zweites Eben. Mal eine ganze Runde hier platzieren. Ja, folgen Sie mir unauffällig. Dann geht es weiter mit jemandem, den Sie auch schon kennen. Nicht wahr, mein Herr Kollege? Ja. Der Koala-Mensch. Das haben wir schon mal gesehen, Genau. Der ist schon länger hier. der hier diesen süßen Koala herumträgt und die Leute ganz verzaubert sind. Ich wollte gerade sagen, er haut sich überall ein, weil natürlich alle Koalas süß finden und wahrscheinlich dann auch überträgt sich das auch auf ihn. Wer weiß. Genau, vielleicht brauchst du das Licht noch mal ganz kurz, denn wir haben hier unten den Ork platziert. Das ist wahr, ja. Genau, und den habe ich jetzt Da mal, brauchen wir, glaube ich, wirklich das Licht. genau, den habe ich jetzt mal hier unten hingegeben. Das Schloss nicht Castle in the Forest. Ah ja, Castle in the Forest. Ja, wenn wir das alles mal aufstellen, würde ich sagen, kann ja dieser Ork versuchen, das Schloss einzunehmen. Bis jetzt ist es mal in der Schachtel, aber das macht nichts. Genau, das schöne Castle in the Forest gekauft. Ich glaube, nur ein Instagram-Bild davon gemacht und seitdem hier unter der Tischplatte. Wir wissen momentan nicht, wo wir es hingeben sollen. Wir müssen ja erstmal schauen, wo wir einen Mittelalterbereich aufbauen können. Genau. Genauso wie das Venetian Houses Set. Aber die kommen alle noch. Ja. Das ist kein großes Problem. Genau. Dann geht es weiter zu dem Zeitungsjungen. Der ist hier mal. Jemand wirft ihm schon einen bösen Blick zu, weil er wahrscheinlich so schreit. Der macht sich auf den Weg durch die Stadt. Finde ich eine super süße Idee. Ich finde, der passt eigentlich überall. Also der kann eigentlich überall herumlaufen. Mit seiner Steinschleuder und der Zeitung und der coolen Kappe. Also die Figur ist wirklich sehr, sehr nett, finde ich. Genau. Und ich Ja. habe noch eine zweite Situation, wo die Steinschleuder vorkommt. Aber nicht der Zeitungsjunge, aber das zeige ich euch dann jetzt gleich noch. Wie ich finde, ja auch sehr, sehr passend. Und das ist hier bei diesem Friends House. Das Friends House ist noch nicht fix verbaut, deswegen kann ich euch zuerst noch das Innenleben zeigen, denn das ist wichtig für diese Situation. Und da seht ihr, ein Baby ist gerade eingeschlafen auf der Couch. Die Mutter schleicht sich davon, dass sie sich vielleicht doch einen Happen zu essen richtet. Irgendwie kennen wir diese Situation. Natürlich sollte man Babys nicht auf der Couch einfach so herumliegen lassen, ich weiß. Aber nachdem hier kein Bett und kein Gitterbett sowieso nicht vorhanden war, finde ich, ist das passabel als Option. Und Besser, als wenn es am Boden liegen wäre. Ja. Stimmt. Und als Problem hier stellt sich jedoch dieser blaue Vogel dar. Der sitzt auf dem Dach und der pfeift so laut, dass das Baby fast aufgeweckt wird. Und das Baby hat jetzt aber endlich mal eingeschlafen und deswegen hat der Vater, und ich weiß, das sollte man natürlich auch nicht machen, sich jetzt mit einer Steinschleuder auf den Weg gemacht und möchte diesen, ja, Diesem Vögelchen den Garaus machen, sagen wir es so. ich wollte sagen, ihn vertreiben, Ja. aber gut, vielleicht schießt er ja auch daneben. Ja. Mal schauen. Total cool. Also die Steinschleuder lässt sich auch Ja. anderwertig verwenden. Genau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir noch 3 Figuren, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Und das ist einerseits, ich meine, passt der besser hierhin als sonst wohin? Ich weiß es nicht. Den Farmers Market Typen mit der Karotte. Und der macht eben Werbung für den Karottenverkauf hier bei unserem Bauernhof. Und ich finde, das passt ja wirklich, also wie die Faust aufs Ja, Auge. das passt perfekt. Er Ja. mit seinem bedruckten Schild und ja, das passt wirklich perfekt. Ich glaube, das werden wir in nächster Zeit auch mal ein bisschen noch hier einbauen. Wir haben zwar gesagt, je weiter wir vom Stadtzentrum wegkommen, desto weniger werden wir Gehsteige fließen und desto weniger wird alles so strukturiert und eingebaut sein, weil am Land das ja teilweise ein bisschen so ist, dass die Häuser einfach irgendwo kreuz und quer in der Gegend rumstehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir hier diesen Karottenmarkt mal noch ein bisschen schöner einbauen. So, wo ist Rita jetzt hin? Ja. Hoppla, was ist heute wieder mit dem Gimbal los? Wir kaufen hier Equipment um mehrere 100 Euros und dann macht uns das eine Strich Und durch die dann, Rechnung. Oh, ich habe hier die Falknerin hier oben platziert. Die lässt jetzt dann... super. Ich find auch. Schloss Löwenstein übrigens am Start. Kommt demnächst wieder in die Stadt, wenn der Berg fertig ist. Leider ist das hier irgendwie jetzt ein bisschen auseinandergegangen, vielleicht vom Rüberheben, die Erweiterung, aber gut, egal.
wieder zusammentun. Das glaube ich halb so wild. Auf jeden Fall, sie steht hier oben und vielleicht verschickt sie einen Liebesbrief mit einer Falke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, sieht die ganz gut aus. Und da hinten haben wir noch die Dame mit dem Pobos, die Rokoko-Dame, die gerade ihrem Chihuahua nachläuft. So gut wie es halt möglich ist. Kleid. Und ihr habt uns eben geschrieben, Rokoko-Dame und Falknerin gehören auf jeden Fall in ein Schloss oder in eine Burg und deswegen, ihr sagt, wir spielen, sind sie hier vertreten. Und ich finde, sie passen auch wirklich gut hier rein. Ja, finde ich auch. Genau. Schöne, schöne Figuren. Übrigens, das ist Tims Duplo-Kiste, die er hier hat. Er ist aber gerade ein Stockwerk tiefer und spielt mit Oma Hot Wheels, glaube ich. Das und kann gut sein. Das waren die Minifiguren Serie 24 in Wild City. Kurz und Super. Knackig, präsentiert von unserer bezaubernden Präsentatorin Rita. Und ja, also mir gefallen die Figuren sehr gut und wie ihr vielleicht schon zuerst gehört habt, wenn ihr das Video nicht durchgeskippt habt, wir haben die Figuren noch ein zweites Mal. Das heißt, wir können sie gerne nochmal platzieren. Schreibt uns gerne noch eure Vorschläge oder Meinungen dazu in die Kommentare und dann wird Rita sich daran machen, das Ganze nochmal in anderer Form zu präsentieren. Sehr gerne. Und wie gesagt, sie eignen sich wirklich sehr gut für eine Lego-Stadt. Also falls ihr euch die noch nicht geschnappt habt, dann ist das definitiv jetzt die Zeit. Ich bin einfach verliebt in diese Figuren, die sind einfach so toll. In dem Sinne, macht es gut. Baut auch ihr ein paar nette Figuren, müssen auch nicht die sein, können ja auch andere sein. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder im nächsten Video mit der nächsten Minifiguren-Serie schon bald. Ich weiß nicht, wann die rauskommt, aber egal. Bin da immer sehr schlecht informiert. Genau. Bis bald. Tschüss.